Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und wenn du bei uns ein Paket bestellst, dann bekommst du nicht nur Flyer und geile Sticker, die coole Gear an sich, sondern bei jedem Kydex-Produkt ist ein gratis Sticker dabei. Was es damit auf sich hat und wie du dein Kydex-Holster richtig einstellst, das erfährst du in diesem Video. Es kann vielleicht sein, dass das dein erstes Kydex-Holster ist. Und generell ist es so, dass alle unsere Holster, bis auf das Thor Duty Plus Holster, sogenannte Level 1 Holster sind. Das heißt, das sind Holster, in denen die Waffe über Kanten- und Flächendruck im Holster drinnen gehalten wird. Es ist ganz normal, dass dein Holster deine Waffe berührt und wenn die Waffe, so wie hier, im Holster drinnen sitzt, dann sitzt die hier wirklich fest drinnen. Es ist wie ein Handschuh für die Waffe. Jetzt schauen wir uns aber an, wie wir das Ganze richtig einstellen und vor allem auch, wie wir Schrauben und Co. gegen Verlust sichern. Zuallererst überprüfen wir mal die Sicherheit der Waffe. Wir geben das Magazin heraus, geben den Schlitten zurück, überprüfen die Kammer und können damit mal arbeiten. Hier habe ich jetzt ein Thor-Holster und wie man hier schon sieht, sind sowohl hier auf der Vorderseite Schrauben, die sind jetzt für das Einstellen des Ziehwiderstands nötig und auf der Rückseite sind auch nochmal Schrauben, das sind jene für die Montage. Das ist auch immer etwas ganz Wichtiges, weil nicht nur bei Holstern, sondern auch bei Waffen habt ihr Schrauben. Und Schrauben, das ist etwas ganz Wichtiges bei eurer Ausrüstung, gehören immer gesichert gegen Verlust und auch, dass sich die Einstellungen nicht verändern. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man mit einem Gewehr schießt oder wenn ich meine Waffe oft entholstere, dass hier Vibrationen auftreten, die mit der Zeit die Schrauben lösen können. Und genau das wollen wir vermeiden. Schauen wir uns aber jetzt das Ganze an am Kydex-Holster. Prinzipiell ist es so, dass ihr euer Kydex-Holster immer in der montierten Art einstellen solltet. Was ihr nicht tun solltet, ist euer Kydex-Holster so einstellen, dass ihr von außen drückt oder auch hier zum Beispiel diese Art, die ist noch am ehesten dafür da, dass man sagt, okay, hier komme ich circa genau auf dasselbe Feeling wie an meinem Range-Belt. Ich habe jetzt hier mal einen Ständer von uns für Holster und hier können wir uns jetzt mal genau anschauen, wie ich das Kydex-Holster richtig einstelle. Zuallererst mal, ich habe jetzt keinen äußeren Druck mehr im Sinne von, dass ich irgendwie von vorne etwas zusammendrücke oder auf der Seite und das ist eben besonders wichtig. Ihr könnt das am besten bei euch selbst testen, wenn ihr das Ganze am Gürtel montiert, einmal die Waffe sozusagen hineingibt und dann verstellt. Jedes Holster, was bei uns rausgeht und jede Magazintasche wird von uns mit der echten Waffe, dem echten Laserlichtmodul und natürlich auch bei den Magazintaschen mit den echten Magazinen getestet. Aber es kann ja gut sein, wir haben alle verschiedene Präferenzen, dass wir es umstellen möchten. Und genau hier kommen diese Schrauben ins Spiel. Hier kann ich jetzt den Ziehwiderstand verstellen und das Wichtige ist, auch wenn ich stelle hier jetzt einmal beide fester. Ein guter Tipp von uns ist, dass ich mir auch immer das Holster von der Unterseite anschaue. Was nicht sein sollte ist, dass ich so etwas habe wie eine Dreiecksbildung oder dass hier die Abstände zwischen den beiden Kydex-Seiten komplett unterschiedlich sind. Also das ist hier auch nochmal ein gutes Maß, was man sich anschauen sollte. Und hier kann ich jetzt dann auch immer am Gürtel, und das ist auch sehr wichtig, montiert das Ganze am Gürtel und testet, wie fühlt sich der Ziehwiderstand für euch an. Jetzt sind wir aber soweit, wir haben jetzt mal erkannt, okay, passt, die Waffe passt mal prinzipiell hinein und jetzt möchten wir die Schrauben gegen Verlust sichern. Generell könnt ihr dazu jegliche Art von Schraubensicherung verwenden. Hier ist halt wichtig, überlegt euch, vielleicht möchtet ihr die Schrauben irgendwann mal wieder lösen oder etwas nachstellen. Das heißt, hier nicht auf die super feste Beton- und zugeschweißte Lösung setzen. Wir haben bei uns im Shop auch Vibratite Schraubenkleber, den könnt ihr auch zu jeder Bestellung dazu nehmen. Bei dem ist es so, der ist halt genau für Holster ausgelegt, auch ist er sehr verbreitet. Hier ist eben das Ding, dass das eine gelartige Masse ist, wodurch ihr auch immer wieder mal etwas verstellen könnt. Aber schauen wir uns jetzt an, wie wir das Ganze vorbereiten. Das allererste ist, dass wir einmal den Schraubenkleber öffnen und hier
verwendet auch eine Unterlage, die durchaus, sage ich mal, mit Schraubenkleber voll werden darf. Also nicht unbedingt irgendetwas, wo euer Partner oder Partnerin euch sozusagen nachher Leid antun möchte. Und wir öffnen den mal an einer Seite. So, kommen wir dazu, wie viel Schraubenkleber brauche ich eigentlich? Das Wichtigste ist, ihr müsst da jetzt nicht halbe Packungen hineinschütten, sondern es reichen schon wenige Gewindegänge. Und ich fange jetzt auch da, das ist sozusagen der Äquivalent, ich hätte das an meinem Gürtel montiert, gebe mir jetzt zuerst, bereite ich jetzt alle Schrauben vor, das heißt, ich gebe einmal alle raus. Hier wichtig, hinten sind die Schraubenhülsen, das heißt, hier können wir sicherstellen, dass die noch drinnen sind und auch mal gegenhalten, das ist hier sehr wichtig. Das ist auch noch mal eine spannende Frage, die wir bekommen, warum verkleben wir das nicht von Haus aus? Das liegt eben daran, dass jeder unterschiedliche Präferenzen hat und gerade bei den Montagen, die verkleben wir nämlich auch nicht, da ist es so, dass hier es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, was für Winkeleinstellungen ich treffen kann und Co. Ich habe jetzt hier meine 3 Schrauben von diesem Torholster und jetzt fange ich damit an, dass ich hier den Schraubenkleber auftrage. Wie gesagt, ihr müsst nicht viele Gewindegänge, es ist nicht wichtig, dass die ganze Schraube da wirklich davon trieft. Und das erste ist, er trocknet eh nicht sofort, das heißt, hier habt ihr jetzt nicht wie bei Sekundenkleber. Wichtig hinten gegenhalten auch mit der Schraubenhülse. Und jetzt sozusagen die erste Mal hineingeben. Hier noch nicht festziehen einfach, wir sind ja noch genau in dem Prozess, wo wir uns jetzt anschauen, okay gut, wir möchten jetzt sozusagen erst einstellen. Ich wiederhole diesen Vorgang jetzt mit jeder Schraube. Und jetzt ist natürlich das Ding, die Waffe sitzt jetzt relativ locker drinnen. Also ich merke auch, okay, hier ist auch noch Spiel. Das möchte ich jetzt für mein Holster nicht so haben. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt. Jetzt wärt ihr dabei, das Holster einmal auf eurem Gürtel zu montieren und hier zu gucken, wie das Ganze sich dort verhält. Ich habe es jetzt hier auf einer Plattform, das heißt, es ist vergleichbar, damit ich euch das besser zeigen kann. Und hier ist jetzt das Ding, dass ich jetzt immer Schraube für Schraube einmal etwas nachziehe. Und immer wieder mal den Ziehwiderstand überprüfe, wie gefällt mir das. So, ich bin jetzt mit meinem Ziehwiderstand sehr zufrieden. Gebe das jetzt hier auch nochmal runter. Und hier kommen wir auch zu dem Ding, weil ich vorher schon über Level 1 Holster gesprochen habe. Das heißt, hier ist eben die Retention über Kanten und Flächen, dass ihr auch das Holster umdrehen könnt und die Waffe fällt nicht raus. Das ist eben ein wichtiges Ding, wie ihr das einstellt. Es ist natürlich, die Schwere der Waffe macht hier auch noch das aus, aber das Wichtige ist, ihr könnt es genau überprüfen, egal ob Sie sprinten, laufen, hinfallen und Co. Die Waffe bleibt auf jeden Fall im Holster drinnen. Das war's mal mit dem Torholster. Wir schauen uns jetzt auch noch ein paar andere Holstermodelle an, weil das ist so eines der einfachsten einzustellenden Holster. Ein Holster, wo man auch noch, sage ich mal, etwas zusätzlich beachten muss, das ist das Raven-Holster. Weil beim Raven-Holster ist es so, dass es eine sehr, sehr körpernahe Biegung hat und dass der Druck, der von der Holsterinnenseite und deiner Hüfte sozusagen hier kommt, auch nochmal den Ziehwiderstand leicht verändern kann. Beim Raven-Holster, hier habe ich da die Verstellschraube, die ich sozusagen fester und leichter drehen kann und somit den Ziehwiderstand regulieren kann. Aber hier beim Raven-Holster ist es eben besonders wichtig, dass ich das Ganze montiert probiere. Dann natürlich auch noch ein wichtiges Thema bei den Inside-the-Waistband-Holstern. Auch hier habe ich eben das Ding, dass mein Hosenbund oder mein Gürtel einen gewissen Druck auf das Holster ausüben. Und auch hier verändert das den Ziehwiderstand leicht. Das heißt, hier auch immer wieder mal rausgeben, probieren und wieder schauen, passt das für mich. Dann kommen wir noch zum Thema Montagen. Die Montagen, habe ich vorher schon gesagt, die sind bei uns nicht verklebt ab Werk. Das hat nämlich den Grund, dass du eben, so wie hier zum Beispiel, noch sehr viel einstellen kannst, was den Winkel des Holsters an
deinem Körper angeht. Und auch hier, egal ob das jetzt das Tor-Holster ist oder das Raven-Holster, Schrauben und Ausrüstung gehören verklebt. Und das ist etwas, das machst du einmal und am Anfang der Gier sollst du halt immer wieder auch kontrollieren, wie verändert sich das Ganze. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man die Schrauben farbig markiert und deren Position, um zu überprüfen, ob es sich lockert. Aber das sind sozusagen bei hier auch noch Tipps, da kann man in ein ziemlich tiefes Rabbit Hole hineinkommen. Ja, das war alles, was ihr über das richtige Einstellen von Kydex-Holstern mit Bezug auf den Ziehwiderstand und das Sichern der Schrauben wissen müsst. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie super gerne hier in die Kommentare, wir beantworten sie euch. Bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.